Okay, das wird nicht der Zuckerkuchen, den wir heute backen. Hallo, Nico hier, ich freue mich, dich zu sehen. Ich hatte so eine Kindheitserinnerung von Zuckerkuchen und da war der Zuckerkuchen so super fluffig und bestimmt so hoch und der hatte Vertiefungen und in den Vertiefungen, da stand die Butter drin. Ja? Und auf der Butter, da schwamm der Zucker wie Eisschollen im Eismeer. Und genau so einen Zuckerkuchen, den backen wir jetzt. Für den Teig geben wir 220 Gramm Milch, 2 Esslöffel Zucker, 7 Gramm Trockenhefe oder 21 Gramm frische Hefe, 550 Gramm Weizenmehl Typ 55, 165 Gramm weiche Butter, ein Ei Größe M, 3 Esslöffel Rapsöl und eine Prise Salz in eine Schüssel und verkneten alles mit der Hand so lange, bis alle Zutaten zu einem Teig zusammenhalten. Alle Zutaten stehen auch noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Dort ist auch ein Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage. Wer eine Küchenmaschine hat, kann den Teig natürlich damit kneten. Ich würde den auf mittlerer Stufe kneten und zwar so lange, bis sich der Teig vom Schüsselrand löst. Alle ohne Küchenmaschine machen es wie ich und schlagen den Teig auf die Arbeitsfläche, bis er glatt und geschmeidig ist. Den Teig dafür auf die Arbeitsfläche werfen, dabei aber festhalten, bis er sich dehnt. Den Teig zusammenklappen und das Ganze wiederholen. Das dauert knapp eine halbe bis eine Minute maximal. Den Teig dann wieder in die Schüssel legen, abdecken und eine Stunde gehen lassen. In der Zwischenzeit schon mal das Backblech mit Öl ausreiben. Nach dem Gehen reichlich Mehl auf die Arbeitsfläche geben und den Teig darauf stürzen. Den Teig auch mit Mehl abstäuben und mit einer Teigrolle auf Größe des Backblechs ausrollen, also etwa 50 x 40 cm groß. Sei so lieb und drück ganz kurz auf den Daumen nach oben Knopf. Das hilft mir unheimlich, weil das Video dann auch anderen Zuschauern angezeigt wird. Ich freue mich auch sehr über einen Kommentar und wenn dir gerade nichts einfällt, dann freue ich mich auch einfach nur über ein Kuchen-Emoji. Dankeschön! Beim Ausrollen ruhig mit den Händen nachhelfen und etwas zurechtziehen, dass es ein möglichst gleichmäßiges Rechteck ergibt. Den Teig dann mit der Rolle aufrollen und im Backblech wieder abrollen. Du kannst den Teig auch direkt auf dem Backblech ausrollen, wenn deine Teigrolle hineinpasst. Meine ist ein kleines bisschen zu groß. Den Teig am Rand mit den Fingerspitzen andrücken und kleine Mulden hineindrücken. Das sorgt dafür, dass der Teig am Rand gleichmäßig aufgeht. Mit einer Gabel Löcher in den Teig stechen. Dabei ruhig durch den Teig stechen, etwa im Abstand von 6 cm zueinander. Wir wollen, dass nach dem Aufgehen richtig schöne Mulden entstehen. Das Blech abdecken und den Teig gehen lassen, bis er so hoch aufgegangen ist, wie dein Backblech hoch ist. Also in meinem Fall wären das jetzt etwa 3 cm. Das dauert je nach Temperatur 1 bis 2 Stunden. Den Backofen rechtzeitig auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Nach dem Gehen stecken wir in jede Mulde eine Teelöffel große Butterflocke und bestreuen die Oberfläche mit 7 Händen voll Zucker. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie viel Butter du brauchst, weil das ja wirklich sehr individuell ist von der Menge, die du verwendest. Aber ich empfehle dir in jedem Fall, gerne ein halbes Stück Butter zu verwenden. Je mehr, desto leckerer. Das Blech in den Ofen schieben, mittlerer Einschub und den Kuchen für 20 Minuten backen. In der Zwischenzeit für die Glasur 2 Eigelbe Größe M und 50 Gramm Sahne in einer Schale verquirlen. Den Kuchen aus dem Ofen nehmen und sofort mit der Eigelbmischung abtupfen. Dadurch bekommt der Zuckerkuchen einen super Glanz, eine schöne Farbe und wird noch saftiger. Also auf gar keinen Fall darauf verzichten.
So fehlt nur noch eins, der ultimative Geschmackstest. Der ist genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Hier, Buttersee und Zuckerschollen. Lecker. Ja, beißen wir doch mal rein. Oh, das kann man nicht sehen, aber da ist ganz schön viel Butter drauf. Der schmeckt einfach himmlisch. Himmlisch. Also ich hoffe, du hast jetzt ganz große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deinen eigenen Butter- oder Zuckerkuchen zu machen, je nachdem, wie du den bei euch nennst. Bei uns heißt der Zuckerkuchen. Und ja, das gesagt, der Nico ist weg. Ich muss jetzt ein bisschen Zuckerkuchen essen. Das heißt, lass mir noch einen Daumen nach oben da und dann ist der Nico weg. Und einen Moment, wenn die da gleich weg sind, dann sagt der Nico Tschüss. Und Dankeschön natürlich nochmal, recht herzlichen Dank fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vielleicht in diesem hier oder in diesem. In einem von den beiden, die da jetzt zumindest gleich erscheinen. Also, das gesagt, jetzt aber. Tschüss. Hier. Butterkuchen machen gehen oder Zuckerkuchen machen gehen. Mega lecker. Mega lecker. Du wirst begeistert sein.